Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Beer Mover Talk. Ihr wisst ja, Beer Mover, ein Format, wo wir Leute vorstellen, die etwas bewegen wollen in unserer Gesellschaft, etwas verändern, und zwar zum Positiven. Ich habe heute einen ganz erfahrenen Mann, einen erfahrenen Logistiker hier, jemand, der sich im Transportgewerbe, und zwar nicht nur beim Lkw, besonders gut auskennt, Sascha Henke. Herzlich willkommen, Herr Henke. Sie sind Geschäftsführer von Rhenus Transport, korrekt? Ja, genau, richtig. Okay. Und wie lange sind Sie schon im Transportgewerbe? Also ich habe nichts anderes gemacht in meinem Leben. Ich habe tatsächlich diesen Lkw-Bereich mal gelernt, bin jetzt bei Rhenus seit 2004, also 18 Jahre, und bin in der Dreiergeschäftsführung. Wir machen auch Binnenschifffahrt und Bahntransporte, schwerpunktmäßig für den Lkw-Bereich zuständig. Okay. Jetzt sind wir hier auf einer Messe. Das ist die IAA Transportation, heißt sie inzwischen, in Hannover. Das letzte Mal war sie 2018. Würden Sie, wenn wir nicht miteinander sprechen würden, auch hierher kommen zu dieser Messe? Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, das ist ein People-Business und nichts ersetzt den persönlichen Austausch. Und das gilt auch für die Produkte. Also man kann am Monitor, Teams ist sicherlich für einige Meetings, um unnötige Reisen zu verhindern, wichtig, aber am Monitor ein Produkt rüberbringen. Die Branche will solche Fahrzeuge sehen, anfassen und will den persönlichen Austausch mit dem Hersteller haben. Und da sind auch Kunden von Ihnen hier auf der Messe zu finden, dass Sie so das eine oder andere Kundengespräch auch führen können? Auch Kunden, Kollegen aus der Branche. Wir tauschen uns sehr viel über alternative Antriebe aus. Das ist das Thema eigentlich auf dieser Messe. Und klar, wir haben hier alles dabei. Gutes Stichwort. Wir sitzen hier vor einem Fahrzeug mit einem alternativen Antrieb. Es ist ein e-Actros BEV Long-Haul. Klingt ein bisschen kompliziert, soll Langstrecke fahren. Jetzt habe ich eine Pressemitteilung gelesen von uns, dass Sie und noch ein anderer Logistiker ab 2023 dieses Fahrzeug Probefahren in den Probebetrieb übernehmen. Warum machen Sie das? Also wir beschäftigen uns mit alternativen Antrieben schon furchtbar lange. Wir haben Anfang der 2000er bereits mit Biodiesel gefahren. Wir haben mit Ihrem Haus 2011 den ersten Diesel-Hybrid-Lkw der Welt, glaube ich, oder Serien-Lkw der Welt war es damals, den Artego Hybrid gefahren in so einer 50er Kleinstflotte, also fahren auch schon seit 2011 elektrisch. Und dieses Thema Nachhaltigkeit, das unterscheidet uns sicherlich von anderen Logistikern, das liegt tatsächlich in den Firmengehen. Wenn Sie eine Schwester haben, die sich mit Recycling befasst und mit Nachhaltigkeit, dann sind wir da ein bisschen anders unterwegs. Wir lieben diese Vorreiterrolle. Wir glauben, dass als großes Unternehmen wir die spielen müssen. Um auch zu wissen, wie es nicht geht, also um Fehler auch schon gemacht zu haben. Und darum sind wir mit allen alternativen Antrieben unterwegs. Auch schon mit dem e-Actros Gen 1 und auch den Gen 2 als Müllsammelfahrzeug bei den Schwestern von Remondes. Und die nächste Innovationsstufe ist das Fahrzeug jetzt hinter uns. Wo waren aus Ihrer Sicht die Probleme in der Anfangsphase, wenn man mit so einem alternativen Antrieb anfängt? Ist es die Infrastruktur, die fehlt? Sind es die Genehmigungsverfahren? Was ist es, was es schwierig macht? Und warum machen Sie es dann trotzdem weiter, wenn es ein bisschen schwierig ist? Also ich erwische mich immer dabei, immer rumzumeckern, was alles nicht geht. Lass uns erstmal darüber sprechen, was schon geht. Jo. Wir fahren seit 2019 in der schweren Klasse schon batterieelektrisch. Es gibt Anwendungen, die man heute umsetzen kann. Als wir angefangen haben, gab es noch nicht mal dieses tolle Förderprogramm. Auch das muss mal gesagt sein. Das ist in Europa einmalig. Das, was wir in Deutschland jetzt haben, da ist über 1 Milliarde bei einer 80-prozentigen Differenzförderung zum Diesel. Das ist toll. Und es gibt Anwendungen. Wir setzen diese Fahrzeuge im Container-Hinterlandverkehr ein. Das heißt, ich lade im Depot die Fahrzeuge auf, fahre beispielsweise einen 40-Fuß-Container von Duisburg nach Düsseldorf und kehre wieder heim. Ja? Unterwegs mangels Infrastruktur, oder die ist de facto ja gar nicht vorhanden in Deutschland, das muss man ja mal so sehen, wird das dann mit solchen BEV-Fahrzeugen eher schwierig. Was nicht geht, ist, dass die ersten Fahrzeuge, die wir haben, das waren Umrüstfirmen, ich sage mal Start-up, Umrüster klingt so despektierlich. Da müssen Sie bei Prototypen mit Ausfalltagen rechnen, sogar mit Ausfallwochen. Das muss man eigentlich wissen. Zweiter Punkt ist, Sie können diese Fahrzeuge, das wird auch für dieses Auto gelten, Sie können das nicht einfach an jeder Ladesäule aufladen. Das heißt, die Ladesäule muss konfiguriert sein auf das Fahrzeug, man muss einen Heimathafen haben. Darum bin ich immer ein Fan davon zu sagen, die Basis des batterieelektrischen LKWs ist immer das Depotladen. Und dann tasten wir uns mal langsam auf die Strecke. Wir freuen uns auf das Auto, nicht nur, weil es mehr Reichweite hat, sondern weil wir auch auf die Strecke gehen wollen. Ja, klar. Wie lange, was rechnen Sie mit den Zyklen? Also wenn Sie so einen einsetzen, der hat eine maximale Reichweite von 500 Kilometern,
Wie setzen Sie den dann ein? Also schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Sie haben ja schon Ideen wahrscheinlich im Kopf, wo Sie mit diesem Fahrzeug fahren wollen. Oder setzen Sie den auch im Verkehr über die Grenzen ein? Geht das überhaupt? Also vielleicht erzähle ich mal was über diese Projektgruppe, über die Zusammenarbeit. Weil das Spannende ist, oder vielleicht für Menschen, die jetzt zugucken oder zuhören, die so eine Entwicklung eines LKWs nicht kennen. Ihr Haus hat früher Diesel-LKWs gebaut und wir haben sie gekauft, als sie fertig waren und wie sie da waren. Diese Entwicklung, das ist ein Sparring. Man merkt regelrecht bei Ihren Truppen aus der Entwicklung und bei unseren Leuten, dass alle Spaß dran haben. Wir wollen dieses Auto auf die Straße bringen. Ja? Und wir reden darüber, wie wir dieses Fahrzeug auf Herz und Nieren testen können. Das heißt, wir werden die Einsatzschweren dieses Autos verändern. Wir tasten uns ran. Wir werden in der Nähe von Wörth bleiben, das war mein Vorschlag, das steht alles noch nicht fest. Und tasten uns mal so auf die 500 Kilometer ran und dann gehen wir irgendwann mal auf die Strecke und wagen uns mal weiter mit verschiedenen Gewichten und auf verschiedenen Topografien. Ja? Also wenn man ein solches Fahrzeug entwickelt, und das kennen wir von anderen Herstellern tatsächlich anders, habe ich es noch nie erlebt, dass ein Anwender, ein Kunde, wie wir jetzt als Redmann-Gruppe und ein Hersteller, so eng in der Abstimmung sind auf dem Weg zu dem Ausrollen der Prototypen. Also das macht Spaß. Das ist, ich sag mal, ein Sparring. Ja, da haben Wörth sollten wir vielleicht noch erklären, für die Leute, die das nicht so hundertprozentig kennen. Wörth ist unser großes Lkw-Werk in Rheinland-Pfalz, in der Nähe des Rheins gelegen. Deswegen stellen wir unsere Förderanträge für Wörth auch immer erst in Rheinland-Pfalz und dann später noch. Wir haben ein Terminal in Wörth, ein Containerterminal. Also genau. So, und dann schleichen wir uns mal langsam an weitere Entfernungen an. Ja, klar. Was für Erfahrungen haben Sie gemacht mit Lebensdauer von Batterien? Sie sind ja schon ein paar Jahre unterwegs mit batterieelektrischen Fahrzeugen. Das merken Sie noch nicht. Wir sind seit 2019 mit den schweren Fahrzeugen unterwegs. Das ist alles noch in Ordnung. Man muss Lastspitzen vermeiden, das ist nicht ganz trivial. Also man kann auch nicht laden, ich sage immer wie ein Weltmeister, und auch unnötigerweise immer voll, sondern man muss intelligent laden, um A, die Batterie zu schonen und B, um Kosten für das gesamte Terminal zu vermeiden. Das heißt, wenn wir Lastspitzen haben, dann treiben wir die Kosten des Terminals, die gesamten Stromkosten hoch, wenn wir nicht schlau unterwegs sind. Ja? Aber das ist zu früh, seit 2019. Okay. Was kriegen Sie für ein Feedback von den Fahrern, die mit den Lkw unterwegs sind? Vollkommen unterschiedlich. Man kann nicht jeden Fahrer draufsetzen, es gibt die ewig Dieselverliebten. Die Fahrer, die bei uns diese Fahrzeuge fahren, die haben Lust dazu. Ich will nicht sagen, die sind handverlesen oder sowas, aber die haben riesen Spaß dran. Ich erzähle mal eine Anekdote. Wir sind in Duisburg 2019 von der Polizei angehalten worden. Und dann sind die beiden Beamten ausgestiegen und haben gesagt, du bist ja ein Elektro-LKW, wir kontrollieren dich nicht, du kannst ja die Fahrzeit gar nicht überschritten haben. Ja, also bei der Reichweite. Dann sagt er, nee, ich bin ein richtiger LKW, jetzt bestehe ich auf die Kontrolle. Aber Spaß beiseite. Also die Fahrer wurden belächelt, wir wurden als Anwender belächelt von Wettbewerbern am Anfang. Und haben gesagt, was wollt ihr mit diesen Autos? Ja, das funktioniert nicht mit dieser Reichweite. Das hat sich schnell gelegt. Ja, mittlerweile rufen Leute an und sagen, wie geht das, wie sind eure Erfahrungen? Ja, also von dem belächelt werden sind wir weit weg mit dabei. Okay. Dann haben Sie vorhin angesprochen, es gibt Förderprogramme in Deutschland und Sie sagen, die sind europaweit eigentlich top. Warum braucht man überhaupt so Förderprogramme für solche Autos? Also bei den geringen Stückzahlen, gilt auch für Ihr Haus, gibt es einfach keine Skaleneffekte. Ja? Ich glaube, es ist kaum, ohne dass ich es weiß in Ihrem Einkauf, es macht kaum einen Unterschied, ob ich 100.000 Reifen kaufe oder 120.000 Reifen. Das sind nur noch Nuancen. Es macht aber sehr wohl einen Unterschied, ob ich 20 Batterien kaufe oder 2.000. Batterien die Akkus sind die Treiber, die Kostentreiber, nicht der Elektromotor, ja, bei dieser Geschichte. Und wenn ich keine Serienproduktion habe, dann habe ich noch keine Skaleneffekte. Darum sind die Fahrzeuge furchtbar teuer. Die Fahrzeuge, die wir im Bestand haben, etwa das Vierfache eines Diesels, 3- bis 4-fache so ungefähr. Und diese Differenz wird ja mit 80% gefördert. Und das gibt es in der Tat tatsächlich nirgendwo in Europa, Stand heute. Und das Total Cost of Ownership, sozusagen das Nonplusultra für alle Beteiligten im Logistikbereich, es muss sich rechnen. So, glauben Sie, dass batterieelektrische oder, wenn wir nachher auch noch mal über Wasserstoff sprechen, Fahrzeuge irgendwann eine Kostenparität haben zum Diesel, der ja eigentlich von der Speicherung von Treibstoff und von der Ökonomie her eigentlich im Moment immer noch das Nonplusultra ist? Es hat sich gerechnet. Bevor die Strompreise explodiert sind durch die Kriegseinflüsse, haben wir genau diese Rechnung aufgemacht. Ja, das waren die alten Strompreise natürlich, anderes Niveau. Wir haben eine Mautbefreiung, das darf man auch nicht vergessen, das ist der Vorteil gegenüber dem Diesel. Wir haben geringere Wartungskosten. Ja, und ab einer bestimmten Reichweite haben sich die Fahrzeuge, bevor die Strompreise explodiert sind, bereits gerechnet. Also wir glauben da sehr, sehr, sehr fest dran.
Und ich sage es nochmal, wenn ich bestimmte Anwendungen habe, und als große Unternehmensgruppe haben wir die verschiedenen Einsatzfelder, dann kann ich quasi morgen damit anfangen. Ja? Okay, Sie haben gute Erfahrungen mit dem BEF gemacht. Sie plädieren aber trotzdem für totale Technologieoffenheit, was Zukunft angeht. Warum sind Sie zum Beispiel dafür, dass man auch Oberleitungen ausprobieren sollte? Also die Oberleitung, als wir damit angefangen haben, wir sind auf der A5 unterwegs, hat mein Gesellschafter gesagt, lass das sein, sowas gibt es schon, heißt Eisenbahn. Und wir als Unternehmensgruppe Redmann, als Renus, wir sehen keine 4000 Kilometer Oberleitung. Wir sehen aber sehr wohl eine weitere Lademöglichkeit vor den Toren Frankfurts in unserem Fall oder auf der A1 vor den Toren Hamburgs. Um einfach mal zu versuchen, zu tüfteln, kann man so ein Fahrzeug während der Fahrt laden. Um dann innerstädtisch, wir fahren ja mit einem Dieselhybrid, nicht mit einem batterieelektrischen Fahrzeug drunter durch, um dann innerstädtisch elektrisch zu fahren. Das ist erstmal alles, was wir wollen. Ja, das ist für uns eine weitere Ladeoption, weil die Ladeinfrastruktur, das haben Sie angesprochen, überhaupt nicht vorhanden ist. Und wir bei, ich glaube, 200 Millionen LKWs in Europa nicht komplett elektrisch fahren werden. Das wird nicht funktionieren. So gerne ich mir BEF-Fahrzeuge wünsche, aber wir werden jeden Antrieb brauchen. Wie sehen Sie denn eigentlich die Situation, wenn wir zum Beispiel an Raststätten denken? Da stehen heute 40, 50, 100 LKWs, gerade an Wochenenden. Was muss da passieren, damit man da laden kann? Da brauche ich doch eigentlich ein kleines Kraftwerk, oder nicht? Ja, wir haben jetzt mal losgelöst davon, dass uns sowieso die Energieversorger vorschreiben, wie viele Ladesäulen wir mit welcher Kapazität bauen dürfen. Sie können auf Ihrem eigenen Grund und Boden nicht sagen, ich baue jetzt 10 mal 300 kW, das funktioniert nicht. Das wird Ihnen immer noch der Energieversorger vorschreiben oder Sie müssen über einen Trafo in einer 7-stelligen Investition nochmal versuchen, diese Spannungsspitzen zu erhöhen. Mal ganz abgesehen davon ist das für mich der wichtigste Punkt überhaupt. Die Hersteller, auch Sie, auch die ein paar Takte hinten dran hängen zeitlich, werden diese Autos bauen. Die werden kommen. Das werden gute Autos werden. Ich bin da fest von überzeugt. Ich habe hohen Respekt vor der Parallelwelt. Die Raststätte ist eine. Der Diesel wird uns noch lange begleiten. Keine Raststätte wird eine Dieseltankstelle abreißen und dafür einen Ladepark bauen oder eine Wasserstofftankstelle oder eine Gastankstelle. Sowas wird es nicht geben. Wir werden unsere Betriebstankstellen nicht abreißen. Wir brauchen zusätzliche Flächen, um Fahrzeuge zu laden. Und dann frage ich mich, wie das funktionieren soll, auch bei der Genehmigungsgeschwindigkeit in Deutschland. Ich habe neulich mal gesagt, wenn Sie von der Raststätte zu Ihrem Fahrzeug gehen, dann kommt irgendwann ein Zaun und dahinter ist ein Feld. So ist das in 90% aller Raststätten. Und wissen Sie, das Feld brauchen wir. Und ich habe neulich mal despektierlich gesagt, Umweltschutz tut weh und es wird in dem Fall auch wehtun. Wir müssen das im halben Jahr zum Bauland machen. Der Bauer muss den Preis für ein Bauland kriegen. Dann wird die Fläche erschlossen und das Ganze muss innerhalb von 12 Monaten passieren. Dann haben wir Platz und dann bauen wir einen Ladepark. Ja? Ich weiß, das ist ein frommer Wunsch von mir. Ja. Das funktioniert so nicht, aber wir können ein Lied von singen. Aber nur so wächst die Infrastruktur parallel mit den Serienproduktionen der Hersteller. Naja, wir haben eine ähnliche Problematik als Unternehmen, weil wir versuchen gerade ein Werk für Brennstoffzellen auf die Wiese zu stellen. In der Fläche, die dafür geeignet ist in Baden-Württemberg. Das ist ein Hochtechnologieprojekt, das sehr, sehr wichtig ist für das ganze Land. Deswegen engagiert sich die Landesregierung. Und wir haben trotzdem das Problem, dass wir jetzt die Grundstücke noch nicht vollständig haben und entsprechender Druck da ist. Und wir auch das Gefühl haben, nicht von der Landesregierung, aber dass es eben kommunal auch nicht unbedingt nur positive Stimmen gibt in der Veränderung, was Antriebe angeht und die entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Und wir haben auch das Gefühl, dass es schrecklich lange dauert, bis man irgendwie was hinkriegt. Es dauert nicht 6 Monate, es dauert nicht 12 Monate, es dauert in der Regel immer 1, 2, 3 Jahre, bis man. Ja. Das ist das Problem, ne? Sehe ich auch so. Wie reagieren Politiker auf das, was sie machen? Also wenn ich NRW-Politiker wäre, dann wäre ich schon längst mal bei Ihnen vorbeigekommen, hätte mir das angeguckt und mir erzählen lassen, was Sie alles machen. Also wir sind das heißt so Taskforce, wir versuchen ja das Verkehrs- und Wirtschaftsministerium zu beraten. Das ist manchmal schwierig wir hatten das aktuelle Förderprogramm kommt noch aus der alten Ära von Andi Scheuer, das darf man auch nicht vergessen. Also so lang sind die Prozesse. Ja? Das ist ja keine neue Geschichte, die wir haben, sondern das Förderprogramm, was wir mal diskutiert haben von vor 2 Jahren, das ist jetzt aktuell im zweiten Aufruf mal gerade. Dann kann man auch mal wieder sehen, wie lange oder wie langsam diese Mühlen mahlen.
Wir sind mit Politikern im Gespräch. Ich bin in Heilbronn demnächst mit dem Verkehrsminister Baden-Württemberg auf dem Podium. Ich lege mal ein gutes Wort für Ihr Werk ein. Ja? Mal gucken, vielleicht geht es ja schneller. Aber wir lachen jetzt drüber, aber ich meine, das ist mein voller Ernst. Die Parallelwelt, Sie werden Dieselfahrzeuge bauen und anfangen, alternative Antriebe zu bauen. Und irgendwann wächst das raus. Ja. So, und der Diesel, solange er noch da ist, werden wir diese Tankstellen brauchen. Ja, und diese Parallelwelt zu organisieren, das wird die Mammutaufgabe. Ja? Infrastruktur, Wasserstofftankstellen und so weiter. In Schweden gibt es Unternehmen, die bieten Induktionsladen an für E-Fahrzeuge. Könnte das auch für uns eine Alternative sein? Ich sehe jede Lademöglichkeit als Alternative. Nicht während der Fahrt auf der Autobahn. Ja, der Vorteil der Oberleitung ist, nochmal, keine 4000 Kilometer, aber der Vorteil ist tatsächlich, wenn Sie mal darauf achten, die Dinger stehen neben der Leitplanke, es muss kein Asphalt aufgefräst werden, aber grundsätzlich das Laden von unten ohne Stecker ist eine weitere Option. Unbedingt. Könnte man das auf dem Betriebshof auch machen, dass da die Fahrzeuge dann sozusagen abgestellt werden für die Nacht? Selbstverständlich, aber ich brauche die gleiche Anzahl Strom. Ich brauche die gleiche Spannung auf dem Gelände, ob ich jetzt von unten komme oder mit dem Stecker von der Seite. Das ist Wenn wir an einen Wasserstoff-Lkw denken, und wir sind ja mit beiden Systemen unterwegs, Batterie elektrisch und Brennstoffzelle und Wasserstoff. Kann das funktionieren, wenn wir keinen grünen Wasserstoff haben? Dann wäre es Unsinn. Ja. Dann wäre es Unsinn. Ich habe bei Wasserstoff, also grundsätzlich, ich habe immer so ein Problem damit, dass wir so ein Ranking aufmachen und sagen, was ist so der beste Antrieb, ne? Und da sind ja Hochschulen mit befasst. Ich habe auch bei dieser Goldgeberstimmung in den letzten 2 Jahren noch nie so viele Praxistheoretiker erlebt wie und das in geballter Kompetenz. Ja, das ist unglaublich. Und Hochschulen werden Ihnen vorrechnen, dass der Oberleitungs-Lkw der effektivste ist, wenn er unter der Oberleitung fährt. Ja, da geht es schon mal mit los. Ja. Also dann haben wir ein Ranking und wir verlieren Energie bei der Produktion von Wasserstoff auf dem Weg bis in die Brennstoffe. Das weiß ich alles. Aber es nutzt nichts. Ich bin ein Fan davon, dass wir sagen, lass uns doch darauf verständigen, es ist alles besser als der Diesel. Ja, und von mir aus ist der BEF dann noch besser als Wasserstoff, weil wir werden Wasserstoff brauchen. Es wird rein batterieelektrisch einfach nicht funktionieren können. Nochmal, so gerne wir uns das wünschen. Ja, und darum brauchen wir auch die Wasserstoffanwendung. Und zwar möglichst grünen Wasserstoff, der Absolut. in Windenergie oder Solarenergie erzeugt wird und dann entsprechend transportiert wird. Auf der anderen Seite wissen wir, was für konkrete Pläne die Stahlindustrie bereits hat für den Einsatz von Wasserstoff. Der ist heute schon furchtbar teuer. Der kostete mal 9,50 € das Kilo. Mittlerweile ist er, glaube ich, bei fast 13 €. Und wenn wir die ersten Wasserstofffahrzeuge, es gibt ja furchtbar wenig, wenn wir den Verbrauch sehen, dann sind die so bei 10 Kilo. So ein schwerer LKW, dann habe ich 100 € Treibstoffkosten, die 100 Kilometer. Das kann auch nicht funktionieren, ja, in dieser Höhe. Und wenn wir dann die Stahlindustrie sehen, dann frage ich mich, wir gucken mal, was die an Wasserstoff brauchen. Wo soll denn dann der günstige für den Verkehr herkommen? Wenn Sie dieses Fahrzeug nächstes Jahr in Ihren Probebetrieb nehmen, wann rechnen Sie mit Ergebnissen, Erfahrungen, die Sie haben, die Sie auch an uns als Hersteller weitergeben können? Ich glaube, nach das einem Daueraustausch? halben, Dreivierteljahr. Ja. Okay. Und Sie wollen auch, haben Sie gesagt, Gen H2-Truck, wenn Sie ihn kriegen können, fahren? Also ein Wasserstoff-Lkw? Würden Sie auch testen? Also ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Ich habe eine Zusage aus Ihrem Haus, dass wir bei der kleinen Serie dabei sind. Wir müssen aber, Prima. Das sind auch Vorserienfahrzeuge, Ja, aber klar. auch selbstverständlich sind wir auch da dabei, klar. Klar. Also da merke ich zum Beispiel, wenn wir mit Politikern sprechen und zum Beispiel nach Berlin fahren mit dem Gen H2-Truck, dass der ganz große Neugier hervorruft bei den Politikern. So, an Kongressen oder so sind sofort Leute da, wollen sich das angucken, wollen alles drüber erfahren und so. Die Neugier, also finde ich bei Menschen, die auch im weitesten Sinne für Genehmigungen zuständig sind, die ist schon da. Ne? Ja, aber ich glaube, das wird bei diesem Fahrzeug hier genauso sein. Ja, weil das eine K.O.-Kriterium ist ja die angebliche nicht vorhandene Reichweite. Ja. Das ist schon mal damit erschlagen. Ja. Wir müssen noch ein paar andere Probleme lösen. Das ist auch die Politik gefordert. Wir dürfen mit Elektrofahrzeugen kein Gefahrgut transportieren. Ja, die wollen irgendwie 23 entscheiden. Das ist eine Info aus Herbst 21. Da habe ich dann mal gesagt, was macht ihr dann das ganze Jahr 22 über? Ja, das ist ein Verkaufshindernis für Ihr Unternehmen. Ja, na klar. Ja, da werden viele Logistiker sagen, auch wir können im Container Hinterlandverkehr Gefahrgutcontainer nicht transportieren. Ja, auch das muss weg. Ne? Wir brauchen eine Gefahrgutfreigabe. Jetzt haben wir da höhere Distanzen. Also die Dagegensprecher, die werden immer leiser werden. Ne? Wie ist das im Verband? Sind Sie im VDA engagiert? Gibt es da eine Abteilung Zukunft, die sich mit alternativen Antrieben beschäftigen und das entsprechend vorantreibt? Nutzt das überhaupt was?
Also wir haben die Gespräche bewusst ohne Verband und sehen Sie es mir nach, auch ohne OEMs geführt. Wir haben uns mit 2, 3 Unternehmen zusammengetan aus der Branche. Die kann ich auch nennen, das ist Havi Logistik und Meyer, die Meyer Logistik. Und sind auf die Politik zugegangen, haben ein Positionspapier geschrieben und haben damals noch zu Schweiers Zeiten gesagt, aus unserer Sicht musst du das tun, wenn du mehr alternativ angetriebene Fahrzeuge auf die Straße haben willst. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, er hat aufmerksam zugehört und wir gehen den Weg ohne Verband und suchen den Dialog. Als großes Unternehmen ist das einfach. Ich sage aber auch jedem Kollegen, nicht jeder kommt bis zum Verkehrsminister durch. Nervt euren Landrat, nervt euren Bürgermeister. Ja? Thematisiert das in den IHK-Verkehrsausschüssen, in den Landesverbänden. Wann kommt die erste Wasserstofftankstelle in mein Dorf, in meine Stadt? Wann kommt die erste Lkw-Lademöglichkeit? Ja? Wir müssen alle die Stimme erheben. Wir müssen die Politik und auch die Hersteller, sehen Sie es mir nach, treiben. Ansonsten sind wir irgendwann die Getriebenen. Klar. Ist das sinnvoll, dass sich Hersteller überhaupt für die Infrastruktur so engagieren? Das ist zweischneidig. Ich glaube, du kannst auf die Hersteller nicht alles abwälzen. Auf uns übrigens auch nicht. Sie und wir können nicht gemeinsam die Ladeinfrastruktur in Deutschland aufbauen. Auf unseren Betriebshöfen. Und Sie sind auch dafür zuständig, dass eine Autobahn funktioniert. Wir sind Teil des Aufbaus des Netzes, einverstanden. Ihr auch. Ja, klar. Ja, aber es muss auch, wenn ich das mal so sagen darf, ein Shell, ein Aral, ein BP, keine Ahnung wer alles, die müssen genauso gefordert werden. Weil sie haben Klimaziele und wenn sie die nicht erreichen, da frage ich mich, wenn ich eine Dieseltankstelle weiter betreibe, werde ich dann auch bestraft, wenn ich keine Elektroladesäulen schaffe. Ja? Zum Hola-Projekt an der A2. Wir werden mit diesem Fahrzeug auch versuchen, schnell zu laden. Aber ich darf Ihnen tatsächlich berichten, das ist auch ein gruselig langsames Projekt. Also auch da mahlen die Mühlen furchtbar langsam. Und das geht mir alles nicht schnell genug. Jetzt kommen wir zum Schluss und geht um die Frage Optimist oder Pessimist. Sind Sie ein Optimist, was alternative Antriebe angeht? Und sind Sie auch ein Optimist, was die Schnelligkeit angeht? Also ich bin Optimist, was die Fahrzeugherstellung, alternative Antriebe und die Einsatzmöglichkeiten angeht. Ich bin Pessimist bei dem Aufbau der Ladeinfrastruktur oder auch der Tankstelleninfrastruktur. Da müssen wir deutlich schneller werden. Aber wenn ich eben mal gesagt habe, ich habe hohen Respekt vor dieser Parallelwelt, auch Ihr Unternehmen, sage ich nochmal, wächst aus dem Verbrenner raus, hin Richtung alternative Antriebe, ist doch furchtbar spannend. Ja. Wir müssen alle 2 Jahre junge Assistenten einstellen. Ich habe zu meinem neulich mal gesagt, wenn du vor 6 Jahren zu mir gekommen wärst, hätten wir irgendwie über Euro 6 Dieselmotoren gesprochen. Eine furchtbar spannende Zeit, auch für junge Leute und für Entwickler. Und ich freue mich auf die Zeit. Ja, spricht eigentlich dafür, dass man sich durchaus eine Karriere im Transportgewerbe vorstellen kann, oder? Ja, total. Das gab es noch nie. Ja. Das ist, also das, was wir jetzt gerade erleben, diese Transformation, ja, von Millionen von Fahrzeugen, und das gilt auch für Ihr Haus, so eine Entwicklung haben Sie auch noch nicht gemacht in Ihrem Unternehmen. Ja. Ich finde eine furchtbar spannende Zeit. Allerdings, sage ich es nochmal, wir glauben, es wird nur mit allen Antrieben geben. Es nutzt auch nichts, dass ein OEM permanent nicht an die Technologie des anderen glaubt. Ich sage immer, alternative Antriebe sind keine Glaubensfrage. Alternative Antriebe sind alternativlos und Klimaschutz kennt keinen Wettbewerb. Und darum müssen auch die OEMs näher zusammenrücken. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen für dieses wirklich lebendige Gespräch. Danke für die Einladung. Hat ganz viel Spaß gemacht. Das war unser Beer Mover Talk. Diesmal ging es um Logistik mit Sascha Hinke von der Firma Rhenus Transport. Und ich denke, wir sehen uns wieder. Und das Gespräch hat gezeigt, wie wichtig es ist, auch mal aus der Box herauszudenken. Dankeschön und tschüss. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.